Das Aufwachen im Jahr 10.000 vor Christus beginnt nicht mit einem Wecker. Was dich weckt, ist der Druck auf deiner Blase und die feuchte Kälte, die tief in deine Knochen kriecht. Du hast einen metallischen, rostigen Geschmack im Mund. Deine Zunge fährt über deine Zähne. Sie sind flach. Nein, kein Karies. Da du keinen Zucker isst, sind deine Zähne viel gesünder als die des modernen Menschen. Aber vom Kauen auf sandigem Fleisch und dem Weichmachen von Leder sind sie fast bis zum Zahnfleisch abgeschliffen. Du richtest dich auf. Das Erste, was du spürst, ist das Jucken. Auf deinem Kopf, in deinem Schritt, unter deinen Fellen. Läuse. Sie sind deine ständigen Begleiter. Du ekelst dich nicht vor ihnen, denn jeder hat sie. Gleich, noch vor dem Frühstück, wird deine Partnerin oder dein Kind sie dir aus den Haaren klauben. Das ist keine Hygiene, das ist eure Art, Guten Morgen zu sagen, eure soziale Bindung. Du gehst zum Höhleneingang. Das Geschäft muss draußen erledigt werden. Die Höhle ist heilig, sie darf nicht beschmutzt werden. Toilettenpapier? Vergiss es. Du nimmst das Weichste, was du finden kannst. Ein feuchtes Moosbündel oder einen glatten Flussstein. Hygiene ist hier kein Komfort, sondern eine Frage von Leben und Tod. Eine kleine Infektion an der falschen Stelle kann dich innerhalb von 3 Tagen mit Fieber töten. Dein Magen knurrt, aber du hast keinen Appetit auf reines Fleisch. Wenn du nur Kaninchen oder mageres Wild isst, stirbst du innerhalb einer Woche. Man nennt das den Kaninchenhunger, eine Proteinvergiftung. Dein Körper schreit nur nach einem, Fett. Du nimmst einen Knochen vom Vorrat. Darin liegt das kalte, weiße Knochenmark. Du beißt hinein wie in ein Stück Butter. Es wird dir nicht übel. Im Gegenteil, dein Gehirn vibriert vor Vergnügen. Denn das ist der Treibstoff, der dich am Leben hält. Draußen herrschen minus 20 Grad. Deine moderne Hightech-Jacke würde hier versagen. Dein einziger Schutz ist dein Rentierparker. Die Herstellung dieses Anzugs hat Monate gedauert. Wie? Die Frauen deines Clans haben das harte Leder tagelang gekaut, um die Fasern zu brechen. Jeder Zentimeter deiner Kleidung enthält die mühsame Arbeit ihrer Kiefer. Beim Anziehen gilt eine eiserne Regel. Wenn du schwitzt, stirbst du. Wenn der Schweiß in dieser Kälte gefriert, tötet dich die Unterkühlung. Deshalb ist dein Design schlauer als moderne Kleidung. Du trägst das Fell nach innen. So bildet sich eine warme Luftschicht direkt auf der Haut. Du bist eine lebende Thermoskanne. In deine Stiefel stopfst du keine Socken, sondern getrocknetes Riedgras. Dieses Gras saugt die tödliche Feuchtigkeit deiner Füße auf. Wenn du dieses Gras am Abend nicht herausnimmst und trocknest, werden deine Zehen bis zum Morgen schwarz und sterben ab. Du hast keinen Raum für Fehler. Du greifst nach deiner Waffe. Das ist nicht nur ein spitzer Stock, das ist Ingenieurskunst. Du benutzt einen Atlatl, eine Speerschleuder. Dieses Holzstück verlängert deinen Arm künstlich. Du wirfst den Speer nicht mit Muskelkraft, sondern mit reiner Physik und Hebelwirkung. Er erreicht Geschwindigkeiten von über 100 Kilometer pro Stunde. Ihr seid keine primitiven Wilden. Ihr seid hocheffiziente Jäger. Du liegst seit 3 Stunden im Schnee. Deine Beine sind taub, aber du darfst dich nicht bewegen. Nicht einmal kratzen. Ein falsches Geräusch und der Clan hungert eine ganze Woche. Das hier ist kein Duell. Das ist eine Hinrichtung. Man kämpft nicht fair gegen ein 6 Tonnen schweres Mammut. Da ist es. Ein riesiger Bison, der Dampf ausstößt. Du zielst nicht auf den Kopf. Der Schädel ist zu dick. Du zielst auf die Lunge.
Mit dem Atlatl schleuderst du den Speer. Der Treffer muss sitzen. Das Tier fällt nicht sofort. Jetzt hält dich nicht dein Mut am Leben, sondern deine Angst. Du rennst. Das Tier bricht zusammen. Das Licht in seinen Augen erlischt. Ihr rennt sofort hin. Keine Feier, kein Tanz. Das Erste, was du tust, ist brutal, aber lebensnotwendig. Du schneidest den Bauch auf und steckst deine erfrorenen Hände tief in die dampfenden, heißen Eingeweide. Das ist die Heizung der Natur. Ohne diese Wärme würden deine Finger absterben, bevor du das Fleisch zerlegen kannst. Jetzt beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Der metallische Geruch von Blut liegt in der Luft. Wölfe, Höhlenlöwen und Hyänen haben es bereits gerochen. Ihr müsst verschwinden, bevor die anderen Besitzer des Waldes kommen. Du bist kilometerweit gelaufen, mit 40 Kilo Fleisch auf dem Rücken. Doch plötzlich bleibst du stehen. Du spürst einen Blick in deinem Nacken. Einen Blick, der schwerer wiegt als die Kälte. Dort, zwischen den verschneiten Bäumen, steht eine Gestalt. Sie steht auf 2 Beinen. Sie trägt Felle, genau wie du. Aber es ist kein Mensch aus deinem Clan. Die Gestalt ist kleiner als du, aber ihre Schultern sind massiv, fast doppelt so breit wie deine. Über den tief liegenden Augen wölbt sich eine dicke Knochenwulst. Ein Neandertaler. Sie sind die anderen, die alten Herrscher dieses Waldes. Wird es zum Kampf kommen? Nein, heute nicht. Er schaut dich nur an, mit einer fast menschlichen Intelligenz. Es ist ein offenes Geheimnis. Manchmal kämpft ihr nicht gegeneinander. Manchmal kommt ihr euch nahe. Woher wir das wissen? Schau in den Spiegel. Ein Teil von diesem Wesen dort im Wald lebt heute, 10.000 Jahre später, immer noch in deiner DNA weiter. Du erreichst endlich das Lager. Aber statt Ruhe hörst du ein schabendes Geräusch aus dem Zelt des Heilers. Kratz, kratz, du schaust hinein und erstarrst. Eine Trepanation. Einem Mann wird bei lebendigem Leib ohne Narkose der Schädel geöffnet. Mit einem scharfen Obsidianstein schabt der Heiler ein Loch in den Knochen. Um den Druck einer Verletzung zu mindern oder böse Geister zu vertreiben. Und das Unfassbare, der Patient stirbt nicht. Die Knochen werden wieder zusammenwachsen. 10.000 Jahre vor der modernen Medizin führt dein Clan erfolgreiche Gehirnoperationen durch. Die Nacht fällt. Am Rande des Feuerscheins leuchten gelbe Augen. Wölfe. Normalerweise würdest du deinen Speer werfen, aber heute wirfst du ein Stück Fleisch. Der Wolf nähert sich, nimmt das Fleisch und bleibt. In dieser Nacht wird er nicht angreifen, sondern wachen. Das ist der Beginn einer 10.000-jährigen Freundschaft. Der erste Hund. Der Magen ist voll, aber auch der Geist muss gefüttert werden. Ihr geht in den tiefsten, dunkelsten Teil der Höhle. Der Schamane hält eine Fackel an die Wand. Dort siehst du Zeichnungen von Bisons, aber sie haben 8 Beine. Ein Fehler? Nein? Wenn der Schamane die Fackel schnell bewegt, beginnt das flackernde Licht zu tanzen. Und plötzlich rennt der Bison an der Wand. Das ist keine einfache Malerei. Das ist das erste Kino der Menschheit. Hier, im Schutz der Dunkelheit, durchlebt ihr die Jagd noch einmal und besiegt eure Ängste. Es ist Mitternacht. Das Feuer stirbt. Privatsphäre gibt es hier nicht. Privatsphäre bedeutet den Kältetod. 30 Menschen schlafen eng umschlungen, wie ein einziger Organismus, ein Menschenknäuel. Der Atem des anderen, der Geruch, die Wärme,
Das ist alles, was dich bis zum Morgen am Leben hält. Einsamkeit ist in der Steinzeit keine Freiheit. Sie ist ein Todesurteil. Öffne die Augen, komm zurück ins Jahr 2026. Du sitzt sicher in deinem warmen Zuhause, aber schau in den Spiegel. Das Gesicht, das dich ansieht, ist nicht das eines Büroangestellten. Es ist das Gesicht eines Überlebenden. Du trägst die Gene jener, die die Eiszeit, die Bestien und den Hunger besiegt haben. Die Feiglinge sind gestorben. Nur die Stärksten haben überlebt, um dich zu erschaffen. Du trägst ihr Erbe, aber die Frage ist, trägst du auch ihren Geist?